Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gereference-Kanal. Und zwar möchte ich heute die Chance nutzen, einen neuen Teilbereich aufzumachen, und zwar den der PFDs, Personal Flotation Devices, beziehungsweise taktische Schwimmwesten, Auftriebskörper, alles andere, was so unter diesem Bereich fällt und so in meiner Sammlung zu finden ist. Ja, herzlich willkommen hier zurück auf dem Gereference-Kanal. Wie schon erwähnt, heute der Bereich maritime Ausrüstung, gerade taktische Ausrüstung möchte ich mal ein bisschen in dieser neuen Playlist quasi erarbeiten. Und wir beginnen einfach mal mit so einem kleinen Einstieg. Was gibt es für Optionen? Das ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Jahr wir gucken. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, so gerade an die Zeit Zweiter Weltkrieg, Piloten, die über Wasser viel unterwegs waren, hatten Schwimmwesten dabei, die sie selber aufpusten konnten, bei Absturz etc. Und eben noch Notausstattung. Normale Schiffsbesatzungen hatten natürlich ihre Schwimmwesten, wie immer, das ist ja natürlich nichts Neues, aber so im taktischen, militärischen Einsatz, wo es nicht nur darum geht, mit einem Wasserverkehrsmittel oder Flugzeug, was über Wasser fliegt, von A nach B zu kommen, sondern als Infanterist, als Soldat auf einem taktischen Element zu arbeiten, wo ich aber noch infanteristische kämpfende Tätigkeiten übernehmen muss, oder eben auch Soldaten, die amphibisch eingesetzt werden sollen. Da ist zu nennen auf jeden Fall so für mich die Zeit des Vietnamkriegs. Was ist so der Grund? Klar, wir haben ein Küstengebiet, aber die Flüsse etc., die durch das ganze Land führen, waren natürlich über Wasserweg zu erreichen, und dort gab es eben auch Kräfte wie die Navy Seals, die auch mal Flüsse durchqueren mussten auf ihren Operationen. Das zählt natürlich auch für die normale Infanterie. Hier hat man sich diesem Bereich angepasst und die ersten taktischen Westen, Jacken etc. mit einem Auftriebskörper zum Aufpusten etc. oder mit einer CO2-Kapsel zu entwickeln, zu testen und einzuführen. Was ist so der große Unterschied? Und zwar die Personal Flotation Devices, da zählen viele Sachen zu. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Ding, einfach was aufgebaut ist wie eine Schwimmweste, was jeder kennt vom Wasserskifahren etc. Wir haben einen Rücken, im vorderen Bereich, der klassische Westenschnitt und im inneren Auftriebskörper. Ansonsten gibt es noch so Rettungswestenmodelle, sage ich mal. Da haben wir denn eher sowas. Vorne der Bereich, wo das Stück ist, was sich dann mit Luft füllt. Hier kann es dann aufplatzen. Es bildet einen Kragen um den Kopfbereich und schützt die Person so vom Untergehen. Hier hinten haben wir keinen Rückenbereich, nicht wie bei der Weste. Und da ist dann schon dieser Unterschied, was solche Westen hier als Rettungsmittel zumindest als Vorteil mit sich bringen, dass man, auch wenn man so kopfüber quasi ins Wasser geht, die Weste, wenn sie sich aufpustet, einen automatisch auf den Rücken legt. Wir dann so im Wasser liegen und auch, falls man bewusstlos sein sollte, der Kopf über Wasser gehalten wird. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier ist natürlich die äußere Schicht abgetarnt. Im Inneren sieht es dann so orange aus. Wir haben hier die starken Neonfarben, um die Person schnellstmöglich im Wasser wiederzufinden. Ist natürlich immer lageabhängig, wann welche Version genutzt wird. Das hier ist aus dem Bereich der Flugzeugbesatzung, und da gibt es aber auch dementsprechend noch andere Versionen in nicht so hellen Farben. Was ist denn so der Unterschied vom zivilen zum militärischen? Ganz klar, wenn wir uns eine normale Schwimmweste angucken, die hat deutlich weniger Taschen, ist in der Regel deutlich heller in der Farbe und hat gegebenenfalls nochmal andere Rettungsmöglichkeiten etc. mit an der Weste dran, je nachdem, für welchen Einsatz sie gedacht ist. Besonders wichtig ist natürlich die Tarnung. Wenn man auf einem Boot oder sowas unterwegs ist, gerade in Vietnam, da willst du keine übelsten orangenen Flecken oder sowas dran haben. Klar soll die Weste
mich über Wasser halten und ich möchte auch gerne gefunden werden. Aber natürlich ist die Aufklärbarkeit hier ein besonders großer Punkt. Das andere natürlich die ganzen Taschen. Wir haben immer noch den Auftrag und müssen uns auch immer noch mal verteidigen können. Also zum Beispiel so Sachen wie Magazintaschen oder Kampfmitteltaschen, die noch mit dabei sind. Wenn ich mich jetzt mit dieser Weste auf hoher See befinde, habe ich natürlich auch hier wieder einzelne kleine Taschen, um nochmal andere Rettungsmittel mitzunehmen, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Habe ich diese Weste an und bin mit einem Boot in einer Brown Water Operation unterwegs, also im Inland auf einem Fluss etc., da ist die Chance relativ gut, dass ich nochmal nach links und rechts mit so einer Weste an das Land schwimmen kann. Das Ganze sieht anders aus auf dem Meer und dann habe ich vielleicht nochmal andere Mittel dabei, um mich im Wasser kenntlich zu machen. Was ist noch ein wichtiger Faktor, gerade bei diesen militärischen Sachen, und zwar ist das die Kompatibilität mit den restlichen Ausrüstungsgegenständen, die das Militär zur Verfügung stellt. Wir kennen das heutzutage bei den aktuellen Einheiten, hier Kampfschwimmer, Boarding und so eine Sachen ganz international, wo meistens schon das komplette Grundwestensystem, also der Plattenträger mit dem Zubehör, genau auf ein Rettungssystem zugeschnitten ist. Da möchte ich euch jetzt noch einmal schnell 3 unterschiedliche Versionen einmal kurz vorstellen. Und zwar haben wir hier so ein sehr frühes Modell, wie es schon bei den Navy Seals in den 60er Jahren in Vietnam im Einsatz waren. Hier also quasi so ein bisschen klassische Schwimmrettungsweste. Der Körper komplett abgedichtet. Ich kann hier über das Mundstück Luft reinpusten oder eben hierhinter verbirgt sich die CO2-Kapsel ziehen und das Ding wird aufgepustet. Man sieht diese Modelle selbst heutzutage noch in Benutzung. Die wurden permanent weiterhergestellt. Ob sie jetzt gerade aktuell noch produziert werden, glaube ich fast nicht. Ich gucke mal, ob ich da noch was zu Genaues rausfinden kann und euch das dann erzählen kann, wenn wir hierüber noch mal ein detailliertes Video machen, wo wir uns auch ein paar schöne Referenzen angucken. Ein anderes Modell ist hier die Weste von London Bridge Trading, das Modell 1620. London Bridge Trading habe ich ja schon einige Videos drüber gemacht, auch mit Flotation Vests, also einfachen Westen, Tragesystemen, die für den Einsatz im Dschungel gedacht sind, um mal Gewässer zu überqueren, damit mich die ganze schwere M60-Munition nicht runterzieht. Da Auftriebskörper mit drin, um eben etwas zu überqueren. Auch solche Ausrüstung gehört natürlich dazu. Und hier eine Weste, wie sie bei den SWCC-Teams im Einsatz war und auch bei den Special Boat Teams. Wir sehen die Weste vor allem in den 90er Jahren, aber auch noch in den frühen 2000ern im Global War on Terror wird diese Weste bzw. diese Weste in verschiedenen Ausführungen immer noch weitergetragen. Da gab es auch noch ein Modell von Blackhawk, welches da viel genutzt wurde. Gucken wir uns denn mal mit ein paar schönen Referenzfotos an. Dann noch was aus dem Global War on Terror, was man da viel noch sieht. Das Peki Flotation System, gibt es 2 Teile zu, wird einmal links und rechts am Gürtel getragen, kann dann so ausgelöst werden und man breitet dann um sich herum so einen ordentlichen Auftriebskörper, um erstmal an der Wasseroberfläche zu bleiben, um dann geborgen zu werden. Sieht man viel bei Navy Seals, MARSOC, Marines etc., alle, die so maritim viel unterwegs sind, gerade bei VBSS-Operationen, wo irgendwelche Ölplattformen gestürmt werden etc., dass solche Sicherheitssysteme immer noch am Mann getragen werden. Das soll es dann auch schon erstmal gewesen sein als kleine Einführung, als kleine Einleitung. Ich habe da noch verschiedene Westen etc. oder Flotation Devices in meiner Sammlung, die wir uns dann mal ein bisschen genauer angucken können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis bald. Ciao.